habe beschlossen, mir jetzt eine Fototasche selber zu bauen für meine eigenen Bedürfnisse. Die normalen Fototaschen sind immer gerade für die Kamera oder für die Drohne geeignet. Und so muss ich immer mehrere Taschen mit mir rumschleppen. Möchte ich nicht, zumal weil ich nicht mehr so besonders mobil bin und so viel Gepäckstücke nicht mit mir rumschleppen möchte. Die Drohnen, klar, für Sachen, für Luftaufnahmen und Sachen, wo ich nicht hinkomme, durch meine leichte Gehbehinderung. Und dazu braucht man halt eben eine Drohne, damit ich auch mal irgendwas. Und meine Kamera mit Teleobjektiv, klar, auch aus dem gleichen Grund. Ich bin nicht mehr wirklich so fit, dass ich in alle Ecken reinklettern kann, also muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ja, da fange ich erstmal an mit aufzählen, was da alles rein muss. Einmal meine Kamera. Das ist ein etwas älteres Modell, eine Sony 200, eine Alpha 200. Hier ist jetzt das kleine Objektiv drauf, was bei der Kamera dabei war, mit 70 mm. Dann habe ich hier noch den Verdoppler, der also das Tele, was ich dann jeweils drauf habe, mal 2 nimmt. Ein etwas größeres Teleobjektiv, das habe ich meistens drauf, weil das einfach das ist, was am meisten gebraucht wird. Das ist mit einer Brennweite von 300. Und wenn ich da jetzt den Verdoppler draufsetze, dann habe ich hier eine Brennweite von 600. Dann habe ich hier noch ein Super Tele, das sich allerdings nicht automatisch einstellt, sondern das ist eins, das muss ich wirklich von Hand einstellen. Ist nicht ganz so einfach, aber ist machbar. So, das ganze Ding hat dann, wenn ich das auseinanderziehe, eine Brennweite von 800 mm plus den Verdoppler drauf. Wenn ich das zusammenstecke, 1600 mm Brennweite, also da komme ich schon ein ganz schönes Stück. Wenn ich irgendwo am Strand sitze und weit draußen ein Schiff aufnehmen will oder auf der anderen Flussseite eine Burg oder ein Haus oder was weiß ich, irgendwie aufnehmen. Dann habe ich noch ein kleineres Päckchen, da sind noch ein paar Filter drin. Muss ich nicht unbedingt haben, aber hin und wieder benutze ich auch mal einen Filter. Da dann der zweite Akku mit den dazugehörigen Kabel und natürlich auch das Ladegerät. Nun zum zweiten Teil, was alles in den Koffer muss. Gerade hatte ich ja die Fotoeinrichtung gezeigt. Also das Fotozubehör, Fotoapparat, Tele und so weiter. Und jetzt die Drohne. Das ist der Landeplatz für die Drohne, wenn ich irgendwo am Strand bin und im Sand oder so starten will. Kann ja nicht sein, dass ich mir dann die Drohne kaputt mache, wenn durch die Propeller Sand aufgewirbelt wird. Dann habe ich hier nämlich den Landeplatz für die Drohne. Die Steuerung für die Drohne. Und dann habe ich hier noch einen Aufsatz, der hier an die Steuerung angebracht wird. Ja, wofür ist der? Ganz klar. Da wird das iPad eingespannt nachher, wenn die Drohne fliegt, damit ich eine bessere Übersicht habe. Auf einem kleinen Handy geht das zwar auch, aber da ist das Bild natürlich wesentlich kleiner und ich kann nicht so genau erkennen, wo ich denn hin will und was da passiert. Also kommt hier ein iPad dran mit einem großen Bildschirm, wo ich also eine deutlich bessere Übersicht habe. Und noch ein paar Haken natürlich, wo man den Landeplatz dann mit festmacht. Ja, ein paar Ersatzteile für die Drohne. Die müssen auch mit, hilft ja alles nichts, falls mal ein Propeller kaputt geht. Dann die Drohne selber, eine Potensic Atom mit einem kleinen Zoom dran, damit ich nicht ganz so nah an einige Objekte ran muss, sondern ein kleines bisschen zoomen kann. Das kann man zwar nicht vergleichen mit dem Zoom von meinem Fotoapparat, aber nun ja, besser als gar nichts.
Dann kommen noch die eben diversen Kabel dazu, die man halt eben braucht zum Anschließen. Ein Ersatzakku. Der Akku, den ich jetzt hier in der Hand habe, ist nicht von der Atom, sondern der ist von der Potensic SE. Macht aber nichts, der passt auch in die Atom rein. Einziger Unterschied, dass die Atom dann ein bisschen schwerer wird als 250 Gramm, weil der Akku von der SE ist schwerer. Macht aber nichts, weil ich den zugehörigen Pilotenschein dafür habe. Also ich darf auch Drohnen über 250 Gramm fliegen. Dann habe ich noch für etwas schlechtere Bedingungen hier zwei Zusatzantennen. Das sind Passivfilter, die das Signal auffangen, das von der Drohne kommt und auf meinen Adapter weiterleiten, beziehungsweise die auch die Signale nach auswärts zur Drohne hin ein kleines bisschen bündeln und ausrichten. Das heißt also, die Drohne ist auch, wenn relativ schlechte Bedingungen sind, noch einigermaßen steuerbar auf einer etwas weiteren Entfernung. Was habe ich sonst noch? Ja, für mein Handy, das macht gerade jetzt die Aufnahmen. Das ist eine Kopfhalterung, die kann man sich hier oben auf den Kopf, hoppla, so, die kann man sich hier auf den Kopf setzen, dann kommt das Handy hier vorne rein und dann kann ich zum Beispiel meine Drohne beobachten oder rumlaufen und Sachen beobachten, ohne dass ich meine Hände dauernd am Handy habe und aufpassen muss, was das Handy aufnimmt. Ja, und zum guten Schluss noch das hier. Das ist eine Tasche für mein Handy, eine wasserdichte Tasche. Falls ich mich mal in die Nähe vom Wasser traue. Wo ich mich noch mal reintraue, weiß ich nicht. Auf dem Video vor 2 Jahren, was ich mal hochgeladen habe, war ja zu sehen, dass ich nicht so besonders schwimmfähig mehr bin, seit meiner schweren Rücken-OP vor 4 Jahren. Aber damit ist das Handy auch geschützt, selbst wenn es nur regnet. Und angeblich soll es ja zwischen 5 und 10 Meter Wasserdruck aushalten. Das ist also da, wo ich hinkomme, mal gerade eben unter Wasser halten und mal irgendeinen Fisch aufzunehmen. Dafür sollte das Ding eigentlich reichen. Das ist jetzt eine ganze Menge Zubehör, die jetzt in den Koffer rein muss. Und ja, was brauche ich jetzt an Zubehör? Ich brauche eine Schere, ich brauche ein Cuttermesser, ich brauche Sprühkleber, dann natürlich brauche ich Schaumstoff, um die Tasche abzupolstern, damit den empfindlichen Geräten nichts passiert. Ja, natürlich von die Tasche selber. Da muss jetzt der ganze Kram rein. Ich hoffe, das passt am Ende, wenn ich dann alles mal zusammengestellt habe, weil die Drohne habe ich ja, wie ich eben schon mal ganz kurz erwähnt habe, bei dem Akku in zweifacher Ausfertigung, nämlich einmal ohne Zoom, die Potensic SE. Die nehme ich dann als Reserve mit und die hat natürlich auch eine Steuerung und Reserveakku und ein paar Ersatzteile wie neue Flügelchen, falls die alten mal kaputt gehen, und das muss alles mit. Und jetzt hoffe ich, dass das mit dem Zusammenbauen auch funktioniert. Jetzt habe ich das Ganze mal etwas vorbereitet, weil Zuschneiden und so ist ja nicht so interessant zum Gucken. Und jetzt habe ich die Teile fertig, die jetzt als Polsterung da reinkommen. Das ist das Bodenteil. Hier ist der Griff ausgeschnitten. Kommt jetzt da rein. Und dann habe ich jetzt hier noch diverse Seitenteile. Sprich ein Teil auf diese Seite. Ein Teil auf diese Seite. Das etwas kürzere Teil hier vorne, wo der Griff ist. Das ist
ja nicht ganz so hoch und das etwas längere Teil hier hinten hin. Und dann sieht man jetzt, das Ganze wird rundherum schön abgepolstert und hier müssen nachher noch die Fächer rein. Das kommt dann nachher noch dazu. Ja, wofür sind die beiden Teile? Hier im Deckel ist noch eine Tasche und die möchte ich auch weiterhin nutzen, nämlich für das Kleinzeug, was ich vorhin gezeigt habe. Für die Kabel und Ersatzteile und so weiter. Und deswegen kann ich ja hier nicht alles zukleben. Die kommen jetzt hier innen in die Tasche rein. Einmal hier unten und einmal hier oben, wo der Reißverschluss sitzt. Die werden dann da verklebt, zusammen mit dem Deckel, den ich hier habe. Der kommt dann hier oben drauf und wird dann, wie gesagt, mit den Unterteilen da mit dem Sprühkleber verklebt. Und somit kann ich dann hier oben problemlos noch an meine Tasche und da mein Kleinzeug reinstecken. Ich hoffe nur, dass es im Endeffekt alles so reinpasst und funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist ja eine ganze Menge Zeug, was da rein muss. Schauen wir mal. Jetzt habe ich die Klebearbeiten beendet. Die wollte ich jetzt auch nicht unbedingt aufnehmen. Ist nicht so spannend, wenn man einen Sprühkleber aufträgt und das einklebt. Jetzt zeige ich das Ergebnis. Ich habe also die vorhin vorbereiteten Teile jetzt hier alle eingeklebt. Die Halterungen habe ich sogar freigelassen dabei. Hast du gut gemacht, Erich. Damit ich zur Not auch noch was festmachen kann. Den Deckel hatte ich ja vorhin gesagt, ich möchte gerne an die Tasche hier hinten noch dran. Kann ich jetzt, wunderbar. Ich habe den Deckel hier angeklebt. An die Tasche selbst, so dass ich immer noch in die Tasche selber rein kann, auch wenn meine Kamera jetzt hier mit dem Schaumstoff obendrauf geschützt ist. Jetzt gehe ich an den Versuch, die Innenbelegung zu machen und mal schauen, ob dann wirklich alles, was ich mitnehmen möchte, da auch reinpasst. Also eins passt schon mal nicht rein. Weiß ich sicher, nämlich das ist das Stativ, wo das Handy jetzt draufsteht, das die Aufnahmen hier macht. Das ist leider hier etwas zu groß, passt nicht da rein. Also Zweifelsfalle habe ich jetzt immer noch 2 Teile, die ich mitnehmen muss. Aber gut, besser 2 Teile als 3 oder 4. Ja, okay, ich weiß, ich bin nicht der allergrößte Kofferdesigner. Wird sich auch wahrscheinlich keine Firma um mich reißen, damit ich Fotokoffer designe. Aber darum ging es mir auch gar nicht. Mir geht es darum, dass meine Sachen in dieses Köfferchen reinpassen. Und ich denke, das habe ich jetzt geschafft. Ja, so sieht das Ding von innen aus jetzt, nachdem es auch fertig verklebt ist und zusammengeschnitten ist. Und jetzt probiere ich das mal einzuräumen, ob es auch wirklich alles reinpasst. Fange ich mal mit meiner Kamera an. Da hatte ich das ja zuerst ausprobiert in dieser Ecke. Das passt schon mal. Und jetzt nehme ich den. Oh, da ist Klebstoff dran gekommen. Ist nicht so prickelnd, aber gut. So wild ist es jetzt auch nicht. Mein kleines Tele passt hier rein. Mein großes Tele kommt hier in das lange Fach. Davor passt noch der Verdoppler. Ja. Jetzt habe ich ja noch das kleine Fach übrig. Ladegerät für die Akkus. Passenden Kabel, die dazugehören. Ja. Der Reserveakku. So, die Kamera wäre schon mal soweit jetzt verstaut. Ein kleines Teilchen fehlt noch da drin. Das ist hier der Selbstauslöser von der Kamera. Der fehlt jetzt noch. Aber der passt da unten noch dazwischen. Ist also kein Ding, passt also auch da rein. Wunderbar. Haben wir das hingekriegt. Jetzt
Die Drohne. Meine neue Atom kommt jetzt hier in die Ecke. Da drauf ein Stückchen Schaumstoff. Das Steuergerät oben drauf. Ach ja, ich hatte gerade noch vergessen, die Filter zu erwähnen. Ist aber kein Ding, die kommen hier oben auf das große Objektiv mit drauf. Die sind ja ganz schmal und flach, ist also überhaupt kein Problem. Die Halterung für auf meine Steuerung, damit das iPad nachher da drauf passt. Und meine alte SE-Drohne, die kommt jetzt auch hier mit rein, genau wie auf der anderen Seite. Kleines Stückchen Schaumstoff oben drauf. Das Steuergerät für die SE oben drauf. Damit das Ganze hier nicht hin und her wackelt, kommt hier auch noch ein kleines Stückchen Schaumstoff drauf. Das war's. Und jetzt ist alles drin, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich kann jetzt das hier oben noch locker an die Tasche. Ist also überhaupt kein Problem. In die Tasche kommt jetzt der Rest, den ich hier noch habe. So. Beziehungsweise der Landeplatz für meine Drohne, der kommt jetzt hier oben drauf noch, bevor das Ganze nachher zugeklappt wird und verschlossen wird. Jetzt werde ich natürlich die Teile für die Halterung, ich komme hier wieder rein, meine kleinen Ersatzteile, die ich hier noch habe. Ich komme jetzt hier in die Reißverschlusstasche rein, meine Antennen, das Tauchteil für mein Handy, die Kopfhalterung, auch ein paar Kabel, der Ersatzakku für die Drohne, Kabel nicht zu vergessen. Da habe ich noch 2, 3 Kabel und eine Bedienung, falls ich die mal brauchen sollte. So. Koffer ist zu, alles ist drin. Das Ding hat sogar Räder unten drunter. Ich kann es also ohne was anderes locker hinter mir herziehen. Mein iPad passt jetzt hier sogar noch in die Außentasche. Ja. Fertig.